Jedes Lebewesen auf diesem Planeten hat eine Uhr, die abläuft. Deine läuft. Meine läuft. Die eines Wals, einer Eiche, einer Fliege. Nur ein einziges Tier hat gelernt, seine Uhr zurückzustellen. Es ist kleiner als dein Fingernagel, durchsichtig, fast unsichtbar. Es hat kein Gehirn, kein Herz, kein einziges Organ, wie wir es kennen. Und trotzdem hat es etwas geschafft, wonach Menschen seit Jahrtausenden suchen. Es macht seinen eigenen Tod rückgängig. Wird es verletzt, alt oder krank, stirbt es nicht. Es wächst rückwärts. Zurück in seine eigene Kindheit und beginnt von vorn. Wieder und wieder und wieder. Aber es gibt einen Haken, den fast niemand erzählt. Und dieser Haken verrät uns mehr über unseren eigenen Tod, als uns lieb ist. Das ist die unsterbliche Qualle. Und am Ende dieses Videos verstehst du, warum unsterblich nicht das bedeutet, was du glaubst. Fangen wir mit der Uhr an, mit dem Altern. Fast jedes Lebewesen folgt derselben Einbahnstraße. Es wird geboren, wächst heran, wird erwachsen, altert und stirbt. In eine Richtung, niemals zurück. Eine Raupe wird zum Schmetterling, aber ein Schmetterling wird nie wieder zur Raupe. Genau das galt als eines der eisernsten Gesetze der Biologie. Bis Forscher in den 90er Jahren etwas beobachteten, das dieses Gesetz brach. Eine winzige Qualle aus dem Mittelmeer, Turritopsis dohrnii, tat das Unmögliche. Entdeckt wurde das fast zufällig. In den 80er Jahren sammelte ein Student diese winzigen Quallen im Mittelmeer und beobachtete sie über Wochen. Doch statt zu sterben, taten sie etwas, das es laut Lehrbuch nicht geben durfte. Sie schrumpften und verwandelten sich zurück. Zuerst hielt man es für einen Beobachtungsfehler. Dann wiederholten Forscher es im Labor wieder und wieder. Sie setzten die Quallen gezielt unter Stress durch Hunger oder durch eine Verletzung und zählten, wie viele den Weg zurückfanden. Das Ergebnis ließ keinen Zweifel mehr. Diese Art kann es wirklich. Mich fasziniert daran weniger das ewige Leben als die Demut dahinter. Ein Tier ohne Gehirn löst ein Problem, an dem unsere klügsten Köpfe bis heute scheitern. Um zu verstehen, was sie tut, musst du ihren Lebensweg kennen. Eine Qualle beginnt nicht als Qualle. Sie beginnt als Polyp, ein winziges Gebilde, das am Meeresboden festsitzt, fast wie eine Pflanze. Aus diesem Polypen löst sich irgendwann die freischwimmende Qualle, die Meduse. Das ist die erwachsene Form, die wir kennen. Und normalerweise ist das eine Reise ohne Rückfahrkarte. Die Meduse pflanzt sich fort und stirbt. Nicht so bei Turritopsis. Gerät sie in Not, durch Hunger, eine Verletzung oder schlicht durch das Alter, dann sinkt sie zu Boden. Ihr Körper zieht sich zusammen und verklumpt zu einer Art Zyste. Und aus dieser Zyste wächst kein totes Gewebe, sondern ein neuer Polyp. Die erwachsene Qualle ist zurückgekehrt in ihr eigenes Kindheitsstadium. Aus diesem Polypen entstehen dann wieder neue Medusen, genetisch identisch. Es ist, als würde ein Schmetterling beschließen, wieder zur Raupe zu werden, sich einzuspinnen und neu zu schlüpfen. Und genau hier wird es für die Wissenschaft schwindelerregend. Denn das ist kein simples Nachwachsen, wie wenn eine Eidechse ihren Schwanz erneuert. Es ist etwas viel Radikaleres. Der Fachbegriff heißt Transdifferenzierung. Stell dir vor, deine Hautzellen könnten von einem Moment auf den anderen beschließen, Herzzellen zu werden. Oder Nervenzellen. Genau das passiert hier. Die spezialisierten Zellen der erwachsenen Qualle programmieren sich komplett um und werden zu den Zellen, die ein junger Polyp braucht. Bei fast allen anderen Tieren ist eine ausgereifte Zelle für immer festgelegt. Eine Muskelzelle bleibt eine Muskelzelle, bis sie stirbt. Diese Qualle aber löscht diese Festlegung und schreibt ihre Zellen neu. Es gibt allerdings eine Bedingung. Nur wenn ihre äußere Hülle und Teile ihres Kanalsystems noch intakt sind, gelingt die Rückkehr. Ist der Schaden zu groß, ist auch für sie Schluss.
Aber warum kann ausgerechnet sie das und Millionen anderer Quallenarten nicht? Diese Frage hat Genetiker jahrelang beschäftigt. Dann verglichen sie das Erbgut von Turritopsis dohrnii mit dem einer nahen Verwandten, die ganz normal altert und stirbt. Das Ergebnis war verblüffend. Die unsterbliche Qualle besitzt deutlich mehr und besser ausgestattete Gene für die Reparatur ihrer DNA. Ihre Zellen flicken Schäden, die bei uns über die Jahre das Altern antreiben. Und sie schützt ihre Telomere, die Schutzkappen an den Enden der Chromosomen. Bei uns Menschen werden diese Kappen mit jeder Zellteilung kürzer. Sind sie aufgebraucht, kann sich die Zelle nicht mehr teilen und wir altern. Die Qualle hält ihre Telomere stabil, selbst während der Verwandlung. Sie stellt die Uhr in ihren Zellen schlicht auf Null. Und je mehr ich darüber lese, desto klarer wird. Das ist keine Magie, sondern Biologie, die wir gerade erst zu verstehen beginnen. Und jetzt der Haken vom Anfang. Bedeutet das, diese Qualle kann niemals sterben? Nein. Und das ist der Teil, den die meisten Schlagzeilen weglassen. Biologisch unsterblich heißt nur, dass sie nicht an Altersschwäche sterben muss. Sie altert nicht zu Tode. Aber sie ist alles andere als unverwundbar. Im offenen Meer wird die allermeiste dieser Quallen einfach gefressen, von Fischen, von größeren Quallen, von allem, was Plankton frisst. Eine Krankheit kann sie töten. Verschmutztes Wasser kann sie töten. Und ihre Rückwärtsverwandlung gelingt nur unter den richtigen Bedingungen. In der freien Natur erreicht praktisch keine dieser Quallen ein hohes Alter. Ich finde, man muss ehrlich bleiben. Diese Qualle besiegt nicht den Tod. Sie umgeht nur das Altern. Diesen Unterschied verschweigen die meisten Schlagzeilen. Aber Vorsicht! Dass diese eine Qualle harmlos ist, heißt nicht, dass alle es sind. Sie ist kaum größer als dein Fingernagel, ihr Stich für uns bedeutungslos. Doch im selben Tierstamm, den Nesseltieren, lauert das genaue Gegenteil. Die Würfelqualle gilt als eines der giftigsten Tiere der Welt. Ihr Gift greift Herz, Nerven und Haut gleichzeitig an und kann einen erwachsenen Menschen in wenigen Minuten töten. Und jetzt kommt die Zahl, die kaum jemand erwartet. Schätzungen zufolge sterben jedes Jahr rund 100 Menschen an Würfelquallen. Haie töten weltweit etwa 10. Die Qualle ist also gefährlicher als der Hai, vor dem sich alle fürchten. Und rund 150 Millionen Menschen werden jedes Jahr von Quallen gestochen. Falls es dich erwischt, merk dir eines: kein Süßwasser auf die Wunde, das lässt die Nesselzellen erst recht feuern. Spül mit Meerwasser oder Essig, entferne Tentakelreste vorsichtig und hol bei starker Reaktion sofort Hilfe. Trotzdem ist sie für die Forschung ein Schatz. Denn wenn ein Tier die Alterung seiner Zellen rückgängig machen kann, dann steckt in seinem Erbgut womöglich ein Hinweis, der auch uns betrifft. Wissenschaftler hoffen, dass das Verständnis dieser Gene eines Tages hilft, altersbedingte Krankheiten zu behandeln. Nicht um uns unsterblich zu machen, sondern um länger gesund zu bleiben. Und tatsächlich entschlüsseln Labore weltweit gerade ihr Erbgut. Denn dieselbe Grundidee, das Umprogrammieren erwachsener Zellen, hat in der Stammzellforschung bereits einen Nobelpreis gebracht. Die Qualle beweist, dass die Natur dieses Kunststück längst beherrscht, lange bevor wir auch nur verstanden, dass es möglich ist. Ehrlich gesagt würde ich diese Unsterblichkeit gar nicht wollen. Ein Leben, das nie endet, klingt für mich weniger nach Geschenk und mehr nach Falle. Vielleicht ist es ja gerade die Begrenzung, die unserem Leben seinen Wert gibt. Ein Tier, kleiner als dein Fingernagel, ohne Gehirn und ohne Herz, hat etwas gelöst, woran unsere ganze Medizin noch arbeitet. Vielleicht liegt der eigentliche Schatz gar nicht im ewigen Leben, sondern in dem, was diese Qualle uns über unsere eigenen Zellen beibringt. Aber sie ist nicht das einzige Tier, das den Tod austrickst. Im nächsten Video geht es um ein Lebewesen, das man einfrieren, austrocknen und sogar ins Weltall schießen kann, und es lebt weiter, als wäre nichts gewesen.
Abonnier den Kanal, dann bist du dabei.